Hallo, ich bin Ulrich Rockstroh, der Inhaber der Firma Unilight, und ich möchte heute ein kurzes Video machen, um die Grundfunktionen der neuen Steuerungen der Plus-Serie Black 1, Black 2 und Black 4 Plus kurz zu erklären. Grundsätzlich arbeiten die Steuerungen B1, B2 und B4 Plus sehr ähnlich. Daher fokussieren wir uns hier in dem Video auf die Vierkanalsteuerung. 1 und 2 haben dann einfach nur wenige Kanäle. Also die drei Steuerungen unterscheiden sich prinzipiell nur durch die Anzahl der Ausgangskanäle, eben ein Kanal, zwei Kanäle und vier Kanäle als Ausgänge. Kanäle heißt Funktionen. Funktionen bedeutet, ich habe einen Blitzkanal bei der Black 1, einen Blitz und einen Schaltkanal bei der Black 2 und bei der Black 4 einen Blitz, einen Schalt für Positionslicht, einen Schalt für Landescheinwerfer und einen Beacon-Kanal als grobe Orientierung. Der Witz bei den Plus-Steuerungen ist, dass wir die Steuerung jetzt auch frei programmieren können. Das heißt, ich kann neben der Grundeinstellung auch noch alle anderen Funktionen frei programmieren. Zuerst schauen wir uns ganz kurz die Einkanalsteuerung exklusiv an. Wenn man sich jetzt die Einkanalsteuerung separat anschaut, habe ich in der Beschreibung das wichtige Zeitdiagramm, die Steuerung. Und wenn ich diese jetzt an einen Servotester anstecke oder eben an der Fernsteuerung, also am Empfänger, und dazu den Akku anschließe, wird die Steuerung aktiv. Das grüne Licht sagt, es gibt ein Signal, das blaue Licht, Statussymbol, gibt verschiedene Informationen über den Betriebszustand der Steuerung, eben auch Kurzschluss und Unterspannung werden dort angezeigt. Dazu bitte in der Beschreibung nachsehen. Wenn ich das Licht anschließe zusätzlich und beim Servotester jetzt auf ganz negativ bin, ist alles aus. Wenn ich den Servoweg leicht erhöhe, fängt bei unter minus 100%, also jetzt sagen wir mal 90% minus, das Licht einfach an zu blitzen. Wenn ich den Servoweg weiter erhöhe, sagen wir mal ungefähr auf Mittelstellung, sind wir hier jetzt, wenn man das sehen kann im Video, bei diesem Blinkmuster. Ein langer und drei kurze Blitze. Und je nachdem, wo ich das Signal hinstelle, werden verschiedene Muster aufgerufen. Jetzt sind wir ungefähr bei plus 30% und haben das lange Blinken. Jetzt sind wir bei ungefähr 90% und haben dieses fast Dauerlicht. Bei 100% ist Dauerlicht vorhanden. Also wirklich abhängig von der Servoposition tut das Licht, was es tun soll. Wenn man die Zweikanalsteuerung betrachtet, separat, hat man hier in der Beschreibung neben vielen anderen Informationen das Wichtigste, das Zeitdiagramm. Wieder abhängig vom Servoweg. Bei minus 100% ist alles aus, bei plus 100% ist alles an. Die Funktionen in der Grundeinstellung sind so eingestellt, dass Kanal 1 schaltend ist, das heißt im negativen Bereich immer aus, im positiven immer an, und Kanal 2 ein Blinkmuster ist, damit man in Kombination nur blinken kann oder eben blinken mit Licht kann. Das kann man nutzen für den Betrieb als Positionslicht mit Blitz. Das kann man genauso nutzen als Scheinwerfer mit kombiniertem Blitzlicht. Wenn ich das jetzt in Betrieb nehme, schaut das so aus. Steuerung anstecken, Batterie anstecken. Bei minus 100% passiert gar nichts. Beide Kanäle sind ausgeschaltet. Ich stecke jetzt mal testweise ein Blitzlicht auf Kanal 2 an und einen Scheinwerfer auf Kanal 1. Wenn man jetzt den Servoweg leicht hochfährt, beginnt bei, ja, jetzt haben wir minus 70% ungefähr, das Doppelblitz. Der Scheinwerfer ist aus. Wenn wir weiter hochfahren, Servoweg, kommen die verschiedenen Muster, die abgebildet sind. Und ab der Mittelstellung schaltet der Scheinwerfer ein. Jetzt genau hier bei 10% circa. Wenn wir weiter hochfahren im Servoweg, kommen die gleichen Blitzmuster nochmal. Wenn man sich jetzt eine Fernsteuerung so programmiert, dass man eben einen 3-Stufen-Schalter benutzt, bei der ersten Stufe minus 100% programmiert, Licht ist aus. Bei der zweiten Stufe programmiert man zum Beispiel minus 60%, den Dreifachblitz auf Kanal 2. Und auf der dritten Schalterstellung programmiert man dann ca. plus 50%, das heißt Scheinwerfer eingeschaltet und Dreifachblitz. Somit bekommt man die Funktion Licht aus, nur Blitzlicht oder Blitzlicht und Scheinwerfer. Bei der Vierkanalsteuerung
ist auch dieses äh, Zeitdiagramm von Servoeingang zu den Kanälen ganz extrem wichtig zur Programmierung. Im klassischen Betrieb sind diese Lichtmuster voreingestellt. Das heißt, man wählt einfach über den Servoweg aus, welches Muster man verwenden möchte und programmiert seinen Sender mit den entsprechenden Servowegen, damit das dann im Betrieb einfach nur ein Ausschalten und Einschalten ist. Ich zeige das mal als Demo vor, beziehungsweise zu Beginn, wenn man auf Nummer sicher gehen will, macht man gleich mal ein Reset bei der Steuerung. Das heißt, ich stecke den Empfänger an und bevor die Batterie angesteckt wird oder zuerst die Batterie, dann den Empfänger, es müssen beide eingeschaltet sein. Man drückt die Taste und steckt jetzt den Strom an, hält die Taste gedrückt. Die Steuerung, alle Lichter auf der Steuerung blinken jetzt für 10 Sekunden und die Steuerung führt einen internen Reset durch. Nach 10 Sekunden sind Dauerlicht vorhanden und die Steuerung wurde zurückgesetzt. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Grundeinstellung und können bei 0 beginnen. Der Servotester auf minus 100% eingestellt, heißt, alle Lichter sind ausgeschaltet, man sieht kein Signal leuchten. Vielleicht, um es besser darzustellen, stecke ich jetzt mal bei Kanal 4 den Landescheinwerfer an, so wie es auf der Tabelle vorgesehen ist. Kanal 3 bekommt das Beacon. Kanal 2 bekommt das Positionslicht. Vielleicht gleich als Erklärung, bei allen Unilight-Lichtern, die 2 Funktionen haben, Positionslicht und Blitzlicht, haben immer 3 Kabel. Das heißt einen gemeinsamen Pluspol und 2 Minuspole für die beiden Funktionen. Das verdrillte Kabel ist normalerweise, also eigentlich immer das Blitzlicht und das einzelne Kabel ist immer das Positionslicht. Das heißt, das einzelne Kabel wird auf Kanal 2 angesteckt und das verdrillte Kabel auf Kanal 1 für den Strobe. So. Auf, dass man das sehen kann. Gut. Die Belegung der verteilten Kanäle ist immer gleich, immer so wie in der Beschreibung vorgegeben. Wenn man jetzt den Servoweg leicht erhöht, kommt zuerst ein Testmuster. Das heißt, Kanal 1 blinkt einmal, Kanal 1 blinkt einmal, Kanal 2 blinkt zweimal, Kanal 3 blinkt dreimal und Kanal 4 blinkt viermal. So gesehen kann man auch, wenn man im eingebauten Zustand die Lichter kontrollieren möchte, die Anzahl der Blinkmuster sagt, welchen Kanal es angesteckt ist. So, wenn ich jetzt weiter hochfahre, das Lichtmuster, komme ich zuerst in den Bereich, wo nur das Beacon entweder langsam blinkt oder ein bisschen weiter doppelt blinkt. Das sind diese beiden Muster in der ersten Zeile. Wenn wir das etwas weiter hochfahren, schaltet sich zusätzlich das Positionslicht an. Wenn wir noch etwas weiter hochfahren, Positionslicht aus und Blitzlicht an, gemeinsam mit dem Beacon. Noch etwas weiter, Positionslicht, Blitzlicht und Beacon. Und noch etwas weiter, Positionslicht, Beacon, Strobe und Scheinwerfer. Somit ist auch hier die Programmierung so zu machen, dass man im Normalfall einen 3-Stufen-Schalter verwendet. Der 3-Stufen-Schalter wird so programmiert, dass bei der Erststellung minus 100% oder mehr, um das Licht definitiv auszuschalten. Mittelstellung würde man dann zum Beispiel sagen, Positionslicht ein, Blitzlicht ein, Beacon ein. Und bei der dritten Stellung wäre dann Positionslicht, Blitzlicht, Beacon und Scheinwerfer ein. Jetzt gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Man kann die dritte Stellung des Schalters zum Beispiel mit den Landeklappen koppeln, dass erst wenn die Landeklappen ausgefahren sind, dass der Scheinwerfer eingeschaltet wird. Das wird dann über den Sender realisiert. Einfach einen Mischer, eine Flugphase, ein logisches Element verwenden, um den Servoweg zu beeinflussen. Genauso ist es möglich, dass man mit dem Zündschalter das Beacon einschaltet. Man muss nur sicherstellen, dass der Schalter auf dem Sender den Servoweg verändert, damit das Beacon gestartet wird. Wenn man die Vierkanalsteuerung in Betrieb hat, oder die Ein-Kanal- oder die Zwei-Kanal, funktionell ist gleich, gibt es ein, zwei Sondergeschichten, die man vielleicht beachten sollte. Sie stehen auch in der Beschreibung. Punkt 1, die Status-LED, die blaue LED, die an der Steuerung vorhanden ist, gibt verschiedene Informationen. Wenn die LED Dauer leuchtet, dann heißt das der normale Betriebszustand. Blinkt sie kurz einfach, dann heißt das, die Steuerung in Überstrommodus gegangen ist. Das heißt, es lag eine Überlast vor. Das kann passieren durch einen Kurzschluss oder auch einfach durch zu viel Belastung.
Das heißt, nach 10 Sekunden circa versucht die Steuerung sich wieder zu resetten und neu zu starten. Wenn das wieder auftritt, dann einfach Lichter abstecken und prüfen, ob sie dann funktioniert und wenn, dann Kanal für Kanal neu anstecken. Blinkt die LED zweimal, dann ist eine Unterspannung festgestellt worden. Das heißt, die Spannung ist unter 6 Volt circa gesunken. 6,2 Volt ist voreingestellt. Das heißt, es funktioniert normalerweise nicht mit einem Lithium-Eisen-Akku. Lithium-Polymer oder Lithium-Ionen sollten verwendet werden. So sind auch unsere Lichter ausgelegt. Blinkt die blaue LED dreimal, dann wurde eine Übertemperatur festgestellt. Allerdings ist das eine Funktion, die man erst separat im Unilight Desk aktivieren muss. Macht Sinn bei sehr starken Systemen und bei Sonderanwendungen. Im Normalfall ist das kein Problem für den Modellbauer. Eine weitere Funktion bei der Black 4 sind die Servoausgänge. Hier auf der Steuerung gibt es 2 Servoausgänge. Die können über den Desk programmiert werden, um Klappscheinwerfer-Servos zu stellen. Oder auch um Ventile zu schalten oder Sonderfunktionen zu schalten. Eine weitere Sache, die noch relevant ist für alle Steuerungen, alle Plus-Steuerungen, man kann alle Unilight-Steuerungen auch ohne einen Servotester bzw. einen Empfänger betreiben, sondern nur für sich alleine, nur an der Batterie. Man muss dazu allerdings einmal auswählen, welches Lichtmuster betrieben werden soll. Das heißt, ich stecke die Steuerung normal im Betrieb an, Akku und Servotester. Wähle jetzt das Lichtmuster aus, das ich haben möchte. Zum Beispiel sind wir jetzt hier, was nehme ich? Ja, einen Dreifachblitz habe ich jetzt hier eingestellt. Ich möchte, dass dieses Blitzsignal auch kommt, wenn kein Empfänger angeschlossen ist. Das heißt, ich drücke einmal ganz kurz auf die Taste. Damit speichere ich dieses Muster. Parallel kann man mit der Taste die Geschwindigkeit des Lichtmusters verändern. Also wenn ich länger drauf drücke, wird das Lichtmuster immer langsamer. Langsamer, langsamer und dann plötzlich wieder ganz schnell. Achten, es dauert ein bisschen. Ja. Ein bisschen vorspulen. Ganz langsam. So, und jetzt wieder ganz schnell. Sucht man sich einfach ein Muster raus, bei dem das für einen passt. Wesentlich komfortabler ist das Ganze natürlich über den Unilight Desk. Da stellt man das dann einfach per PC-Oberfläche ein. So, wenn ich jetzt betreiben möchte ohne Empfänger, brauche ich nur noch die Stromversorgung des Steckers. Das heißt, wenn ich, also entweder schließe ich plus minus der Leitung direkt an eine Batterie an die gleiche Batterie wie Licht zum Beispiel, oder an ein V-Kabel mit dem Empfänger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Impuls herausnehme und an einem Empfänger mit V-Kabel ohne Signal einfach nur plus minus anschließe, dann startet die Steuerung in diesem Blinkmuster alleine und die grüne Signal-LED leuchtet nicht. Das heißt, die Steuerung arbeitet jetzt alleine in dem Muster, wie es voreingestellt war. Alternativ ist es auch noch möglich, den Always-On-Jumper zu drücken. Der ist auf der Rückseite. Gibt es eine kleine Lötstelle. Wenn man diesen drückt, läuft die Steuerung immer alleine. Kann dann aber nicht mehr abgestellt werden und braucht immer Strom von der Batterie. Kann somit auch tief entladen. Jetzt zeige ich euch, wie der Unilight Desk funktioniert, anhand der Vierkanalsteuerung. Als komplexeste von den kleinen Plus-Steuerungen steht sie sinnbildlich für alle anderen Systeme. Grundsätzlich, Grundfunktion klassisch bleibt immer vorhanden. Wenn ich individuell, also Custom-Betrieb haben möchte, ich schalte das mal aus hier, dann wird das Lichtmuster, was ich voreingestellt habe, jetzt auf diesen Bereich reduziert. Das heißt, ich aktiviere den Custom-Betrieb. Damit habe ich dann nur noch die Möglichkeit, bei minus 100% alles auszuschalten und kann dann bei Mittelstellung und bei Einstellung für den Weg komplett freie Servomuster hinterlegen. Das schaut dann so aus. Ich stecke dazu das Programmierkabel an.
Vielleicht gleich als Hinweis, wenn man das Programmierkabel ansteckt, blinkt die Connect-LED ein paar Mal kurz auf. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Treiber das Kabel initialisiert. Muss immer passieren, sonst funktioniert irgendwas nicht. Die Steuerung nehme ich normal in Betrieb. Strom und Empfängersignal. Ich kann mal ausschalten, das ist jetzt noch fast nebensächlich. Und stecke zusätzlich jetzt noch mein Programmierkabel an. Auf richtige Polarität achten. Das Signal ist hier. Man sieht das kleine Symbolzeichen auf der Seite. So. Wenn ich jetzt den Desk starte, bekomme ich als erstes diesen Bildschirm. Vielleicht grundsätzlich zu erwähnen, der Unilar Desk braucht das Internet. Das heißt, Sie laden sich die Software auf der Homepage herunter. Am Anfang gibt es noch keine Menüeinträge. Diese werden erst generiert, wenn der Desk sich mit dem Internet verbinden kann und alle aktuellen Konfigurationsdaten vom Web bezieht. Nach einem Neustart tauchen dann alle Symbole auf, alle Geräte auf und die werden auch ständig aktualisiert. Nach dem Start sieht das Ganze ungefähr so aus. Wir haben jetzt die Economy-Serie und hier die Black-Serie, die für uns jetzt relevant ist. Black 1, Black 2 und Black 4 Plus schauen sehr, sehr ähnlich aus. Wir konzentrieren uns auf die Black 4. Ich gehe zuerst einmal auf die Grundeinstellungen, um das zu zeigen. Hier wird gezeigt, wie die Steuerung angeschlossen wird, also Empfänger, Programmierkabel und Batterie. Hier wählt man das Programmierkabel aus. Auf modernen Computern gibt es hier nur einen Anschluss, wenn das Kabel angesteckt wird. Hier haben wir noch eine Hardware-Schnittstelle drauf. Normalerweise beginnen die USB-Schnittstellen ab COM3 und höher. Wenn ich auf Verbinden klicke, verbindet sich das System sofort. Beim Programmierkabel sieht man, dass die LED jetzt dauerleuchtet. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Verbindung besteht. Und im Desk sieht man, dass hier oben verbunden mit COM4 steht und alle Zeichen plötzlich aktiv werden. Wenn keine Verbindung besteht, sind die grau. Im ersten Fenster wählen wir wirklich zwischen dem klassischen Betrieb und dem individuellen Betrieb. Jetzt eingestellt ist klassisch. Wenn wir hier aktivieren, schalten wir in den benutzerdefinierten Betrieb. Aktuell, man sieht das hier an der 0, dass das benutzerdefinierte Lichtmuster 0 ausgegeben wird. 0 heißt alles aus. Wenn ich den Servotester jetzt verändere und in die Mittelstellung bringe, sieht das Ganze plötzlich so aus. Das heißt, ich sehe meine Kanal 1, 2, 3, 4 und die entsprechend hinterlegten Lichtmuster. Die kann ich jetzt hier komplett individuell programmieren. Das heißt, ich klicke drauf, kann jetzt hier die Buttons einzeln richten oder vielleicht mal zu Beginn einmal auf Löschen gehen und alle Lichtmuster mal komplett löschen, damit man von 0 beginnen kann. Und sage jetzt, Kanal 1 war mein Blitzlicht, ich möchte jetzt hier einen Dreifachstrobe haben und auf Kanal 3 möchte ich einen Beacon haben, der so aussieht. Dann schiebe ich den vielleicht rüber. Vielleicht machen wir aus dem Dreifachblitz, weil wir wollen einen Fünffachblitz. Kanal 2 soll das Positionslicht eingeschaltet werden. Und parallel kann man sich diese Versteuerung anschauen. Man hat die LEDs hier vorgegeben. Vielleicht stecke ich nochmal die Lichter an. Kanal 3 war das Beacon. 2 das Positionslicht. 3 das Blitzlicht. Und 4 der Scheinwerfer, der jetzt noch ausgeschaltet ist. Das heißt, ich habe jetzt hier das Beacon und das Blitzlicht, wie ich es programmiert habe. Wenn diese Einstellung für mich passt oder vielleicht sage ich, das Beacon ist jetzt noch zu hart, sagen wir hier eine Rampe, eine kurze dazu, vielleicht eine etwas längere Rampe. Glüht das Licht an, die Einstellung passt für mich, dann speichere ich diese Einstellung. So, erledigt. Ich kann jetzt hier noch die Umlaufdauer des Lichtmusters verändern. Das war eben über den Taster gestellt oder eben hier. Wenn das Ganze schneller passieren soll, gehe ich hier runter. Blitze kommen jetzt wesentlich schneller. Beacon. So. Wenn ich jetzt auf die nächste Stellung gehe, auf den zweiten Servoweg, auf den Servotester hochdrehe, komme ich jetzt auf das voreingestellte Muster.
Das ist jetzt noch umprogrammiert. Programmiere das Muster hier ebenfalls neu. Ich lösche hier wieder, sage, ich möchte hier wieder einen Blinker haben, einen Strobe haben. Der wird eingeschaltet und der bekommt den Beacon. Hier hatten wir den 5-fach Beacon zum 5-fach Strobe und hier hatten wir die große Rampe. Lichter laufen gleich mit Scheinwerfer. Jetzt speichere ich die Einstellung. Somit ist das System programmiert und ich kann über den Servotester aus Licht ohne Scheinwerfer und Licht mit Scheinwerfer auswählen. Wenn ich jetzt die Steuerung im benutzerdefinierten Betrieb anschließen oder programmieren möchte, dann brauche ich dazu das Programmierkabel, die Batterie und den Empfänger. Ich kann jetzt normal betreiben und möchte sie jetzt programmieren. Man könnte jetzt die Lichter schon anschließen, aber es ist ein bisschen gefährlich, dass man dabei Blitzlichter überhitzt. Blitzlichter dürfen nur blitzen und wenn man beim Programmieren unsicher ist, was man tut, kann es passieren, dass man ein Blitzlicht dauerschaltet und dann könnte es zerstört werden. So gesehen machen wir mal die ersten Schritte ohne Lichter und schauen uns das später an. Wenn wir jetzt in Unilight Desk starten, bekommen wir diese Sicht und gehen jetzt gleich mal auf die erweiterten Einstellungen. Der Unterschied zwischen Grundeinstellungen und erweiterten Einstellungen sind lediglich die Komplexität der Möglichkeiten. Die Basiseinstellungen kann man in der Grundeinstellung machen, bei erweiterten werden einfach alle Optionen angeboten. Ich wähle den richtigen Anschluss für das Kabel, verbinde und bekomme jetzt schon gleich die Ansicht. Jetzt hier eingestellt manuell, klassischer Betrieb, wechsle den Schalter, damit wird der benutzerdefinierte Betrieb eingeschaltet. Wenn ich jetzt den Schalter oder den Servotester auf Mittelstellung bringe, sehe ich dieses Lichtmuster, das voreingestellt ist, und das kann ich jetzt programmieren oder zuerst mal löschen. So. Manchmal dauert es ein bisschen, wenn Daten mal verloren gehen, aber das passiert. Kanal 1 ist mein Blitzkanal, dem ordne ich jetzt mal einen Dreifachstrobe zu oder ich mache halt einen Vierfachstrobe draus, der ein bisschen versetzt ist. So, einfach mal zum Probieren. Kanal 2 ist mein Positionslicht, das wird eingeschaltet. Kanal 3 ist das Beacon, das bekommt einen Doppelbeacon, das wir etwas versetzen und eine kurze Rampe dazu. Und Kanal 4 wird der Scheinwerfer, der momentan noch leer bleibt. So gesehen haben wir jetzt eine Grundprogrammierung und könnten dazu jetzt schon die Lichter anschließen. Das heißt, auf Kanal 3 das Beacon sollte jetzt blinken. Kanal 4 wird der Scheinwerfer, der noch ausgeschaltet ist. Kanal 2 das Positionslicht. Und Kanal 1 das Blitzlicht. So. Das Blitzlicht ist schon sehr intensiv. Das ändere ich jetzt hier nochmal. Mache aus dem nur ein normales Blitzlicht. Und es ist auch sehr, sehr häufig. Das heißt, ich sage, das Blitzlicht soll nicht jeden Zyklus kommen, sondern nur jeden zweiten Zyklus. Man sieht jetzt, das Beacon kommt jeden Zyklus, das Blitzlicht nur jeden zweiten Zyklus. So, wenn die Einstellung für mich in Ordnung ist, dann speichere ich diese. Und möchte zum nächsten Lichtmuster gehen, zur zweiten Schalterstellung. Wenn ich den Servotester hochfahre, komme ich gleich in einen Betrieb, wo alle Lichter leuchten. Das ist nicht ganz so günstig. Wieder die Gefahr der Blitzlichterüberhitzung. Das heißt, ich gehe hier auf Kopiere auf Lichtmuster 2. Das heißt, mein bestehendes Lichtmuster wird jetzt auf die nächste Stellung kopiert. Ich kann jetzt hochgehen im Servotester auf den zweiten Kanal. Es ändert sich jetzt hier nichts mehr. Es wird nur angezeigt, dass ich jetzt hier ein zweites Blitzmuster ausgewählt habe und kann jetzt hier den Scheinwerfer dazu schalten. Speichere dieses Muster und kann jetzt im Betrieb sagen, 100% Servoweg, alles eingeschaltet, Mittelstellung, Scheinwerfer aus, alle anderen Lichter laufen weiter,
dritte Schalterstellung minus 100%, alles ausgeschaltet. Das Ganze ist natürlich frei programmierbar. Man kann sich jetzt beliebig austoben und verschiedenste Muster, verschiedenste Übergänge, Weiche, vielleicht kurz darauf eingehen. Das Beacon hat jetzt einen Übergang mit einem Wert 1 bekommen. Ich kann den Wert erhöhen auf 5 zum Beispiel. Ja, man sieht sofort im Video, das Licht wird jetzt wesentlich langsamer. Man kann auch die Pausen, also die Leerlaufzyklen zwischen den Lichtern bestimmen. Wenn ich jetzt sage, das Blitzlicht auf 3 Zyklen, dann kommt das Beacon kommt jeden Zyklus, das Blitzlicht kommt nur jeden dritten Zyklus. Also wesentlich seltener. Weiteres kann ich auch noch Grundwerte und Maximalwerte einstellen. Das heißt, wenn mir ein Licht zu warm wird, ja, möglich, dann kann ich hier sagen, zum Beispiel Kanal 3 Beacon, meine Maximalleistung wird reduziert auf einen anderen Wert. Jetzt wird das Licht nicht mehr so hell werden. Dafür kann ich aber auch sagen, ich möchte zum Beispiel einen kleinen Grundwert haben. Das heißt, das Licht schaltet dann nicht mehr komplett. Was war der falsche Wert? Das war das Scheinwerfer. Einen Grundwert haben. Das heißt, das Beacon schaltet nicht mehr komplett ab. Es bleibt leicht an und glimmt nur noch auf. Auch das Positionslicht könnte man leistungsmäßig etwas reduzieren, weil es zu warm wird oder weil es zu hell ist, und gibt immer einen kleineren Wert. Wird man auf dem Video aber kaum sehen können. Im dritten Reiter sieht man auch die Schutzfunktionen. Der Kurzschlussschutz ist immer aktiv, kann hier mit einer gewissen Empfindlichkeit beeinflusst werden. Der Unterspannungsschutz ist auch aktiv, aktuell eingestellt 5,9 Volt, aktuell gemessen 7,8 Volt, also genug noch Reserve. Der Übertemperaturschutz ist normalerweise ausgeschaltet, das kann man aktivieren, ich mache das hier mal zum Zeigen. Es dauert ein bisschen, bis die Daten dann geladen werden. Auch hier kann man eine Empfindlichkeit einlegen, eine aktuelle gemessene Temperatur und auch eine Abschaltschwelle, ab der dann eine Betriebseinschränkung passieren soll. Dazu kann man den Wert noch kalibrieren und kompensieren. Im vierten Reiter Systemeinstellungen sieht man nur die Firmware-Version und den Rohwert, der vom Empfänger gesendet wird. Lichtmuster nochmal zur Ansicht. Ausgeschaltet, kein Lichtmuster, Mittelstellung, dieses Lichtmuster, zweite Schalterstellung, dieses Lichtmuster.